Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Let's Play, Let's Test Mortido heißt dieses Spiel. Es ist noch in der Alpha-Version, also noch voll in der Entwicklung, von Connor Studio. Das ist eine kleine Crew. Ich glaube, das sind 8 Leute, die dieses Spiel entwickeln. Den Link zu der Website tue ich natürlich in die Videobeschreibung und da könnt ihr euch dieses Spiel auch downloaden. For free natürlich. Und coole Musik. Ich habe dieses Spiel bei einem anderen Let's Player gesehen und dachte, ich zeige das auch mal auf meinem Kanal, weil je mehr das sehen, vielleicht auch Deutsche, wird es dann vielleicht mal mit deutschen Synchronstimmen, weil es jetzt komisch nur in der Option. Ja, mit meiner Maus kann ich hier im Menü leider nicht hin und her machen. Ich muss erst mal gucken. Okay. Also dieses Game gibt es hier Englisch, sieht aus wie Russisch und keine Ahnung. Chinesisch, Japanisch. Ich mache mal Untertitel an. Und dann noch was zu den Videoeinstellungen. Wenn ihr das erste Mal startet, ja, dann steht das auf 1200 oder so. Und es ändert sich nichts, wenn ihr das verstellt. Das wird doch ein kleiner Bug sein für diesem Spiel. Dann müsst ihr stellt es auf eure gewünschte Größe und stellt auf Vollscreen minus, geht dann zurück, dann habt ihr das im Fenstermodus und dann stellt ihr das wieder auf Plus, geht wieder zurück und habt es im Vollbildmodus in eurer gewünschten Auflösung. Und wie ihr hier seht, 4096 x 2061, das bedeutet, dieses Spiel läuft auf mehreren Monitoren. Ja, ich habe noch einen extra Monitor. Und das will ich aber nicht machen, ich will das nur auf einen. Finde ich ziemlich cool. Ich lasse es mal auf... Warte mal. Das ist die richtige Auflösung. Okay. Das zu dem. Und ich würde sagen, fangen wir mal an. Mir ist ein kleines Mistgeschick passiert. Wie ihr seht, hat dieses Spiel kurz neu gestartet, weil ich auf meinen Numpad-Tasten das Mikrofon stumm schalten wollte für das Intro. Okay, jetzt nochmal live. Ich stelle es auf meine Größe. Ich hoffe, das nimmt in der Aufnahme alles auf. Und stelle es wieder auf Plus. Okay, ich hoffe, es nimmt alles auf. Alles live und ungeschnitten. Okay, dann versuche ich mal ruhig zu bleiben. Spirit, I sense that you have not been forgotten. Your candle has not yet been extinguished. The path of the blind spirit is trying indeed. There was a time when we all looked to the horizon. We believed they would come to us. They have forgotten us. And now we are but dust. I remember how beautiful the horizon was. I will wait. Ich habe vergessen, die Untertitel einzuschalten. Das werde ich jetzt nachholen.
Na, was seid denn ihr für süße Dinger? Was wollt ihr von mir? So, da sieht man schon die Tasten. Ich spiele es mit Tastatur und Maus. Am Anfang habe ich gedacht, es geht nur mit Gamepad, aber es geht auch so. Aber ich muss jetzt nochmal... So, die Untertitel habe ich mal schnell noch eingeschalten. Da ist ein übelst großer Schatten. Sieht ja mysteriös aus. Haben wir unsere Fußspuren. Und wenn man genau hinguckt, hat er gar keine Schuhe an. Der hat schwarze Füße. Und schwarze Hände. Und wir sehen eine Maske auf seinem Gesicht. Aber was das alles zu bedeuten hat, ich habe keine Ahnung. Weil mein Englisch ist nicht miserabel. Und derjenige, der besser Englisch kann wie ich, wird viel mehr von der Story schon mitbekommen als ich selber. Aber sieht schon cool aus. Die Wolken. Nebel. Und hier ist das olympische Feuer. Nein. Das sieht ja übel aus, dieser Schatten. Und die Häuser, die sind ja alle... Hier gab's... Es sieht aus, als gab es so ein Erdbeben. Aber schon vor längerer Zeit. Genau kann ich das nicht sagen. Also bisher bin ich Furzen schon mal gelaufen. Jetzt ist für mich alles Neuland. Hier ist irgendeine Fahne. Ich kann auch rennen. Was ist das? Übelst große Hände. Was die wohl zu bedeuten haben. Also in der Spielbeschreibung stand Open World. Also man kann wahrscheinlich mal, wenn das Spiel irgendwann fertig ist, überall hingehen. Zurzeit ist es halt noch ein bisschen begrenzt, ist ja klar, ne? In der Alpha-Version. Wie zum Beispiel hier, komme ich nicht weiter. Kann ich springen? Nee, das war zu... Da sitzt jemand. Hallo? Der hat auch eine Maske auf. Eine Maske und schwarze Hände und schwarze Füße. Und sitzt einfach nur da und grübelt. Wo bin ich hier nur gelandet? Was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie ein Wurm mit Helm, mit Armen und Beinen. Kann ich irgendwas machen? Nö. Nö. Okay. Oben sind überall Kerzen aufgestellt. Und was ist das Skurriles? Soll ich echt drücken? Hat er irgendwas gemacht? Das dort oben ist eine Brücke. Was ist das hier? Ich habe echt keine Ahnung. Hat er eine Flöte in der Hand? Das ist doch irgendwas. Ja. Moment, hier das Blaue. Halt. Pass eh.
funktioniert nicht. Ich drücke E, aber da passiert nichts. Na gut, dann laufe ich mal wieder zurück. Mal sehen, was es noch so entdecken gibt in dieser Alpha-Version. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Mystery, Adventure-Spiel vielleicht. Oder auch Horror? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier oben ist irgendwas Rotes. Und ich sehe gerade, mein Mauszeiger ist auf meinem zweiten Bildschirm. Das ist skurril. Oh, was ist mit dir los? Guckt seine Hände an. Und er tut auch seine Hände vors Gesicht legen. Mal sehen, ob ich hier reinkomme. Wie groß ist diese Tür? Ein Ladebildschirm. Mhm. What did you leave at my house? Das habe ich auch verstanden. Was willst du in meinem Haus? Aber hat er gesprochen? Hier oben. Ich guck erst mal. Für alle, die das lesen wollen, drücken Pause. So. Eine Falltür. Mysteries are not solved. Jetzt hoffe ich, dass meine Aufnahme noch läuft, weil ich habe hier aus Versehen was gedrückt. Hier ist ein Spiegel. Was ist das? Ah, okay, das war das nochmal. Das war das für ein komischer Spiegel. Da, ein Fernseher. Ein Röhrenfernsehen. Ich weiß gar nicht, ob die heutige, sehr junge Jugend die Fernsehen überhaupt noch kennt. Jetzt ist ja alles nur flach. Mhm. Da haben wir was genommen. Ich könnte mir vorstellen, vorhin da habe ich was Blaues gesehen. Play a game with me. If you win, I'll answer. Ich soll also mit ihm ein Spiel spielen und wenn ich gewinne, will er mir antworten. Aber auf was? So, was liegt hier noch rum? Ach, das ist so ein Gerät, was vorhin kam. Mhm. Aber das ist ja viel größer hier. Vorhin die waren kleiner, oder? Play. Ein Würfelspiel. Und er hat keine Maske auf. Und seine Augen sind weiß. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich drücke jetzt irgendwas. Und, habe ich gewonnen? Ich scheine gewonnen zu haben, weil
haben wir jetzt eine Frage beantwortet. What kind of place is this? One of millions of worlds, and first steps on the path of the human soul. You will see it in your own way, and we will see it in ours. Ja, ich weiß es leider nicht mehr. Ich spiele einfach nochmal. Ich nehme mal dasselbe. Ich habe schon wieder gewonnen oder was? Ich weiß nicht. Fähigkeit of Spirit are on the outside. Those who have forgotten themselves forever, and guests at our table. Ich habe keine Ahnung. Kann ich überhaupt verlieren? Ich weiß nicht. Jetzt nehme ich mal das. Okay, jetzt hab ich... Alter! Das hat er aber nicht gesagt. Wenn ich verliere, dass das passiert. Junge, steh auf! Okay, ich probier's nochmal. Die eine Frage will ich jetzt auch noch schaffen. Oh, you want to try again? Beware, your mask isn't eternal, you know. Was ist mit meiner Maske? Wenn er jetzt wieder zwei gleiche hat, habe ich wieder verloren, oder? Ich habe wieder verloren. Aua. Die Maske ist blutig, oben links sieht man's. Und auch fast kaputt. Must before starting the game repair the mask near the mirror. Ich hab die runter. Near the mirror. Die musst du geben, das habe ich im Video schon gesehen. Deswegen weiß ich. Dass ich hier ran muss. Ja, ein bisschen vorbereitet habe ich mich. Bitte, bitte, gerade. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer so. So. What happens if my mask finally breaks? Also was passiert, wenn ich meine Maske zerbreche oder so ähnlich? You will forget yourself forever, and you will not be able to complete your journey, because no trace of this conversation or your former life will remain in your memory. The mask is the only thing connecting you to the earthly realm. Also, ich vergesse dann alles, wenn die Maske kaputt ist. Oder so ähnlich. Jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es richtig heißt. Ich probiere jetzt nochmal das blaue Ding. Der kniet hier immer noch.
Ach, hier unten komme ich gar nicht hin, oder? Nein, hier geht's nicht weiter. Ich glaube... Doch. Jetzt bin ich hier. Aber hier komme ich nicht weiter. Ich könnte mal gucken, was da dahinter ist. Eine große, große Tür. Okay. Da gehe ich jetzt noch mal zu diesem blauen Licht. Oder das Ding. Die Statue. Wo war das? Hier runter. Und dann war es das wahrscheinlich mit dieser Alpha. Das ist ja viel größer. Ich dachte, das ist klein. Okay. Kann ich noch was machen? Was hat es jetzt gebracht? Was war das? Long time no see, Spirit. I created this room especially for those like you. Those who intend to follow this path to the end. When a spirit loses its mask, it typically severs its connection to its memory and becomes a renunciation of any world. However, it will still remember, will try to remember itself, but it is all in vain. Over time, the darkness will consume it more and more, until the spirit begins to seek its purpose only in evil. This space is your reflection. Each time you lose your mask, you will find yourself in a place like this. Remind yourself that all you must do is look into the mirror, and your consciousness will be given over to the mirror, which will form a memory of you, as you were. However, until the moment when the mirror forms this memory, you will not be able to recall anything else. Now, summon your light, just as I taught you. Was? Wow. Bitte was? Was soll ich jetzt tun? Arise! Do not allow the darkness to possess you. Fight! Never surrender! Was war denn das jetzt? Arise until the last light dies in your soul. Ach so, ich muss jetzt hier was bewegen. Fight again and again. Years, nay, decades may pass, but you will withstand the darkness on equal footing. Was? Das habe ich jetzt leider nicht kapiert.
jetzt wieder vor dem Spiegel. Bin ich jetzt aus diesem Spiegel wieder herausgekommen? Cool. Ich habe jetzt das Schwert. Hier ist niemand mehr da. Wow! Teleport! Und wir können uns teleportieren. Fast Travel. Okay. Also das ist Kämpfen, das ist Wegstecken und das ist schnell. Das geht auch nicht die ganze Zeit, unten ist das so ein Balken. Ich muss jetzt bestimmt dieses Monster aufhalten. Okay, ich laufe mal zurück. Oh oh, ich habe schon entdeckt. Wie viel kommt da noch? Au, 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 au. Okay. Es geht dann wieder von vorne los. Einmal versuche ich das noch. Ansonsten kann ich nicht gleich hier runterspringen. Also rein teleportieren kann ich mich nicht. Oder durch die Mauer. Jetzt wieder von vorne los. Ich bin schon wieder tot. Okay, da würde ich sagen, beende ich mal dieses Let's Play. Ich weiß auch nicht wirklich, ob es dann danach weitergeht oder ob man überhaupt nicht überleben kann. Erster Eindruck. Dann spiel's mal selber. Ich hoffe, wenn es vielleicht noch der eine oder andere YouTuber ein Video drüber macht, in Deutscher, dann wird es vielleicht auch mal einen deutschen Untertitel geben oder auch Synchronstimmen, ich weiß nicht. Ja, cool. Deswegen werde ich mich jetzt hier verabschieden und werde nochmal die Autoren einblenden. Und ich sage schon mal, ciao, macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.